Jetzt. Servus und guten Morgen von der Planei, meine Damen und Herren. Grüß euch von der wunderschönen Planei. Ich bin Ramona und wir können endlich aufsperren. Dass das heuer überhaupt noch passiert, hätte keiner geglaubt, jetzt ist es soweit. Unser Team hat sich wirklich alle Haxen ausgerissen, damit dass ihr die besten Conditions habt. Und wir führen euch heute durch die Doku und mit wir mal mich und meinen mega coolen Interviewpartner, den Marco. Und damit dass wir alles einhalten, was wir einhalten müssen, haben wir da unseren 1,5 Meter Sicherheitsabstand. Natürlich. Marco, bitte. Ja, man könnte sagen 1,5 Meter Sicherheitsabstand oder eine Ramona ist einzuhalten. Wie gesagt, für den Marco auch bekannt als Pineapple Boy. Wir sammeln auf jeden Fall heute genug Infos, genug Footage für euch. Also schaut dann auch unbedingt auf Instagram, Facebook, YouTube, alle Kanäle, die es halt mittlerweile so gibt. Und weil es eigentlich echt cool ist, da ich vorschlagen, wir machen uns jetzt auf und schauen mal, was auf die Strecken so los ist. Kommt's mit? Wie schaut's aus? Sau geiles. Ja? Ein bisschen nass, aber es geht. Ja, das ist ja kein Problem für dich, oder? Für mich ist das kein Problem, für alle anderen wahrscheinlich schon, aber ich bin mir nicht sicher. Warum Bikepark Schladming? Es gibt sowas wahrscheinlich kaum in Österreich oder noch weiter raus und das macht einfach nur Spaß. Ich würde einfach sagen, fahrt auf, ihr Lehrling, fahrt ins Dreamland und die Frage hat sich eigentlich ganz schnell und einfach beantwortet. Ja, also seit letzten Herbst haben wir die Lines fertiggestellt, beziehungsweise auch die alten Lines überarbeitet. Neue Features sind hinzugekommen und es hat sich das Streckennetz im Bikepark Schladming von 15 auf 30 Kilometer verdoppelt. Ein ganz besonderes Highlight ist natürlich die Jumpline mit ihren 99 Jumps und da freut es mich ganz besonders, dass heute bei der Eröffnung der Matthias Gaber von MG Trail Design bei uns da zu Gast ist. Der war ja quasi von der Planung bis zur Umsetzung der Mastermind von dem Projekt und ja, da möchte ich noch mal ein herzliches Danke sagen und vielleicht erklärst du uns kurz. Ja, wie der Peter schon gesagt hat, habe ich die Ehre gehabt, muss man ja schon sagen, die Jumpline in Schladming da zum Planen und zum Bauen. Also wirklich ein sehr aufregendes Projekt und ich glaube, am Ende haben wir was geschaffen, was wirklich viele Leute Spaß macht, die was ein bisschen ins Springen reinkommen wollen, können sich da langsam rantasten und auch die richtig guten Fahrer können da glaube ich richtig Spaß haben und sich ja, richtig viel Leute einholen auf der Line. Es gibt kein schlechtes Wetter. Es gibt nur eine schlechte Kleidung und ein blödes Equipment. Das Material ist immer schön am Ende des Tages. Immer. Das Panorama ist auch ein Wahnsinn. Schaut richtig geil aus. Jetzt werden wir die Cake Boys treffen. Das freut mich schon. Die zwei Jungs sind nämlich mega steezy unterwegs, haben schon richtig viel drauf. Ja, weil so alt sind wir auch noch nicht, gell? Nein. Also mittlerweile sind wir schon bei der Mittelstation angelangt. Wir sind bei der Kessler Line. Das ist eine Rode und die ist absolut schon geeignet für Leute, die schon ein bisschen was am Bike drauf haben. Die ist jetzt ein bisschen verbessert worden. Da sind ein paar coole verschiedene Features drinnen, wie man da unten sieht. Haben sich da die Shaper wirklich Mühe gegeben, dass man das ein bisschen trickreicher gestaltet. Da werden wir jetzt gleich die Cake Boys und den Dachsbacher runterschicken und mal schauen, was sie drauf haben. Da kommen wir auch gleich zu meinen zwei Lieblings-Nachwuchs-Shredder, nämlich die Cake Boys. Und mit denen sind wir heute da. Grüß euch. Hallo. Ich habe gehört, das ist euer Lieblings-Bikepark. Ja. Und zuerst Anton, warum ist Schladming dein Lieblingspark? Ja, weil trotzdem auch viele große Sprünge dabei sind und die Strecken sind auch super gepflegt. Und du kannst es richtig fallen lassen. Okay, und bei dir? Ja, weil es so viele Strecken gibt und halt, weil alle cool haben. Also ein perfekter Bikepark-Tag ist für mich, wenn du gemütlich in Gondel sitzt, eine Musik hörst mit deinen Freunden, dass die guten Vibes aufkommen, dann schön gemütlich alle fährst und einfach mit viel Freien was da kannst. Cool. Und bei dir? Wenn halt ein schönes Wetter ist und mit Freunden. Was ist für die Saison 2020 dein Ziel? Was willst du verbessern am Bike, beziehungsweise was kannst du im Bikepark Schladming noch lernen? Ja, gute Frage. Ich bin dabei zufrieden, was ich kann, also von dem her passt das.
Wie schaut es bei dir aus? Mich wird eigentlich nichts verbessern, weil ich bin nicht zufrieden. Ja, das ist aber immer gut, wenn man zufrieden ist. Sehr gut. Jetzt befinden wir uns auf dem Weg zur World Cup Downhill-Strecken und schauen uns an, wie es in Dachsbacher dabei geht. Schladming ist für mich, seitdem ich angefangen habe zum Radfahren, ganz besonders, weil ich da eigentlich meine ganze Grundtechnik gelernt habe. Die Strecken hat mit Flowline angefangen bis zur Downhill einfach alle Schwierigkeitsgrade und ist perfekt zum Antasten, sage ich mal. Und gerade die Downhill ist eine Strecke mit einem sehr hohen Grundspeed und da lernt man halt wirklich einfach das Gefühl fürs Radl bei einer hohen Geschwindigkeit. Ich beschreibe es immer als eine Motocross-Strecken bergab, kombiniert mit technischen Waldstückchen unten, was halt einfach auch den Sport ausmacht. Ist halt für mich die perfekte Strecke und eine absolute Lieblingsstrecke da. Als eingefleischter Racer ist mir halt gerade die Downhill massiv ans Herz gewachsen und der Step-Up ist der Hotspot. Ja. Das ist einfach der perfekte Sprung. Wir sind jetzt am absoluten Highlight Point, Hotspot Step-Up. Der ist und bleibt einfach das Beste im Bikepark. Und jetzt schauen wir uns ein bisschen Action an. Unglaublich! Das Feedback ist einfach durch die Bank positiv, weil jeder und jede findet genau für ihr Skill-Level den richtigen Trail bei uns. Bis hin eben zur Monster Jumpline mit Sprüngen bis zu 12 Metern. Ja, die Monster Jumpline sind wirklich riesengroße Jumps, die man nicht so schnell wo findet, beziehungsweise ich glaube in Europa gar nicht findet. Und das Gefühl, wenn man da steht, ist halt wirklich bewältigend. Und man ist sich zuerst, ganz ehrlich, ein bisschen unsicher, wie sich das Ganze verhält, weil man einfach sowas nicht gewohnt ist. Aber es ist alles wirklich perfekt gebaut und wenn man sich einmal langsam antastet, es gibt immer einen kleinen und einen großen Absprung. Wenn man es dann wirklich schafft und durchzieht, die ganze Line ist perfekt. Einfach geil. Traumhaft. Richtig megamäßig, voll cool. Saugeil. What a place. Oberhaufen mega super geil. Wild. Krank. Delikat. Unbeschreiblich geil. Ja, voll geil. Nur so. Kein Wort. Ja, mich freut es voll, dass das Feedback, was wir bis jetzt gekriegt haben, ganz gut ist und dass die Leute Gaudi haben. Und das ist eigentlich der größte Lohn, was man so als Trailbauer sich erwarten kann.